Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Er ist auch, und das freut uns, denn keiner schautet so laut wie er. Scooter-Frontmann und Ostfriesenjung H.P. Baxter. Hyper und das mega erfolgreich seit 30 Jahren. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Dankeschön. Und Glückwunsch zu dem, was dieses Jahr alles für dich gerade irgendwie passiert. Das ist echt eine Menge. Wir fangen mal an mit dem Jubiläum 30 Jahre. Wie fühlt es sich an? Ja, also etwas surreal, weil wenn man so überlegt, 3 Jahrzehnte Scooter und ich weiß noch so, als es anfing, das so wie gestern irgendwie, diese Aufregung damals, als wir zum ersten Mal in den Charts waren. Und das ist so ein bisschen unglaublich, also wenn man dann zurückblickt, gerade wir hatten jetzt eine Doku vor kurzem und dann beschäftigt man sich ja viel damit, was so war, sieht alte Zeitungsschnipsel und so. Und da wird einem dann erst so bewusst, was das doch für eine lange Zeit ist. Ja, und was für eine Leistung. Schafft nicht jeder, so mega erfolgreich zu sein über so eine lange Strecke. So eine richtige Durststrecke gab es gar nicht, oder? Nee, es gab immer mal, es ist ja wie immer so in jedem, ob du nun Maler bist oder Schriftsteller, es geht ja immer wellenförmig. Ne? Mal hat man viel Inspiration, viele Ideen, dann gibt es so eine Phase, da ist dann auch der Zeitgeist nicht ganz so auf einer Wellenlänge. Sprich, man hat weniger Inspiration, wenn so eine Musik angesagt ist, die gar nichts mit unserem Sound zu tun hat. Und muss sich ja auch immer so ein bisschen erfrischen, wieder neue Strömungen reinbringen, mit einfließen lassen. Aber das Gute ist, Techno ist ja wieder total angesagt. Und wir haben gedacht, wir stoßen mal mit dem Champagner deiner Heimat an, Ostfriesentee. Ist es überhaupt noch eine Zeit, magst du einschenken, du kannst es besser. Sehr schön, ja. Überhaupt noch eine Zeit, wo du Tee trinkst? Ja, also jeden Morgen. Ich stehe gar nicht auf ohne Tee. Danke. Und es ist tatsächlich so, wir sind ja jetzt auf Tournee wieder, ab Donnerstag. Und nach jeder Show ist das Erste, was mein Assistent mir reicht, ist immer ein Tee. Also da dann im Becher, nicht in der Tasse. Ach, echt? Aber das warmer ist Tee, nachdem du da 2 Stunden so gehottet und gerockt bist und heiser. Und das ist auch also für die Stimme gut und dann auch so fürs Wohlbefinden. Das ist so auch so ein Ritual eigentlich. Ja, du bist ja auch so ein Rituale-Typ. Müssen wir noch ein bisschen drüber sprechen. Wir haben auch eine Torte, eine Schwarzwälder Kirschtorte. Denn es ist angeblich deine Lieblingstorte, stimmt das? Ja, also ich mag sehr gern die Schwarzwälder Kirsch. Das ist wohl noch ein Kindheitsding, weil die gab es bei uns immer zum Geburtstag und so. Also es gab immer Schwarzwälder Kirsch, wenn es denn Torte gab. Siehst du, hat deine Schwester verraten. Also die Torte gibt es auch, bevor ich die jetzt gleich im anreiche, mir die gleich über den ganzen Tisch fliegt, mache ich das gleich. Ja. Aber außer dem Scooter-Jubiläum können wir auch noch das neue Album, die Tour, die Verlobung mit Sarah und Geburtstag feiern. Also ich hoffe, die Zeit reicht. Er liebt es laut, Hardcore, Techno, Rave. Einer unserer größten Popstars, Hans-Peter Gerdes oder H.P. Baxter, Gesicht und Schauter von Scooter. Von Ostfriesland aus in die Welt. Seit 30 Jahren auf Tour, als Liebhaber stilvoller Autos. Und nun geht's wieder los mit neuem Album. Man kann's nicht oft genug sagen. Hyper! Mehr als 30 Millionen verkaufte Tonträger mit einprägsamen Texten, Techno-Beats zum Tanzen und Feiern, Musik für die Massen. Und H.P. Baxter ist ihr Zeremonienmeister. Auch privat hat er viel zu feiern. Bald will er heiraten. Auf Sylt. Kopf und Kehlkopf der Band Scooter. H.P. Baxter. Ja, über die Hochzeit gleich ein bisschen was, aber jetzt reden wir uns erst mal um Kopf und Kehlkopf, wie es gerade hieß. Was tut nach einem Konzert mehr weh? Ja, also am meisten Angst habe ich wirklich immer bei einer Tournee, dass irgendwann die Stimme nicht mehr mitmacht. Und das passiert auch fast bei jeder Tour, dass irgendwann so eine Heiserkeit kommt. Und da habe ich natürlich alles schon ausprobiert, was geht. Also von diesen Hausmitteln hilft nichts. Also man muss im Zweifel, wenn gar nichts mehr geht, gehe ich dann wirklich mal einmal so während der Tour kurz ins Krankenhaus, kriege dann irgendwie so eine Infusion mit allem, was geht, und dann löst sich das und das hat schon funktioniert. Aber mittlerweile ist das nicht mehr ganz so schlimm. Ich kriege es eigentlich auch so hin. Ich meine, es ist Wahnsinn, was für ein Kraftakt auch. Ne? Wie lange? 2,5 Stunden stehst du da? Ja gut, wir haben so knapp 2 Stunden Programm. Aber man muss sagen, wir haben ja ein Tempo, das sind ja so 140 bis 170 Beats per Minute. Also es geht immer nur so. Und dementsprechend kann man sich auch nur so bewegen. Und du kannst dann nicht so gemächlich oder sitzt auf dem Hocker mit der Gitarre. Das funktioniert alles nicht. Also ist das schon so High Energy.
Aber das Gute ist so, dieses Adrenalin, was man so kriegt von der Crowd, vom Publikum, das pusht einen ja auch so dermaßen. Also es ist immer so ein Geben und Nehmen. Kriegst du das noch richtig mit in dem Moment oder bist du irgendwann wie in so einer Trance? Naja, das ist so, man geht raus und in dem Moment ist es eigentlich so, nach ein paar Sekunden merkst du, wow, hier geht's los. Und dann ist man so, ja, das geht schon teilweise wie von selber. Ja. Nur da musst du natürlich immer mit den Texten dich konzentrieren. Die müssen ja dann auch genau punktuell sitzen. Also ganz von selbst ist es dann doch nicht. Weißt du immer, wo deine Mama steht beim Konzert? Weil die kommt ja mit ihren 82 Jahren immer noch zu deinen Konzerten. Ja, ne? Also immer, wenn wir im Norden spielen, jetzt in Hamburg ist sie zu Besuch. Und dann haben wir auch mal so einen VIP-Raum. Manchmal verwechsel ich rechts und links, dann winke ich gar. Die steht aber da. Irgendeine Mama steht da immer, die sich freut, wenn du ihr winkst. Aber sie war mal ganz stolz und war ganz froh. In Irland hatten wir mal ihren Geburtstag gefeiert, in Dublin. Und da habe ich dann auch ein Ständchen auf der Bühne gesungen. Das war toll, weil 10.000 Leute haben mitgesungen, Happy Birthday. Das war ein schönes Erlebnis. Nee, aber ansonsten ist sie immer mal dabei, wenn wir im Norden spielen. Ja. Ach toll, das geht ja ans Herz. Zumal sie ja auch einiges mit dir durchmachen musste, ne? Als Jugendlicher schon. Du sahst ja immer ein bisschen anders aus als die anderen. Das mögen Mütter ja nicht so gerne. Das stimmt, aber wenn man das aufrechnet, meine Jugend, ich sag mal so von 12 bis 21, dann war ich weg. Schönes Foto von damals. Ja, da musste ich alles durchmachen. Aber jetzt hat sich das relativiert, weil die Zeit ist jetzt viel länger, wo alles so toll ist. Ja, mega. Also stolz, schön, so einen erfolgreichen Sohn zu haben. Und dann mit einer Musik, wo sie wahrscheinlich am Anfang dachte, was ist das denn, bitteschön? Oder ja. Obwohl, ich muss sagen, also mit Hyper Hyper, das war ja so der große Durchbruch, das fand sie auf Anhieb toll. Mit der ersten Band, das war alles ja noch so ein bisschen, das war ja nicht so erfolgreich, aber also dieses Hyper Hyper hat ja auch so eine Energie gehabt und war so ein ganz neuer Style zu der Zeit, deswegen. Ist auch dein Markenzeichen geworden. Also in Deutschland, HP Baxter ist immer gleich Hyper, Hyper. Also in Deutschland auf jeden Fall, aber im Ausland ist mehr eigentlich How Much is the Fish? Und auch noch so ein paar andere Sachen. Düpp, düpp, düpp. Ja, es sind Evergreens, würde ich sagen. Es gibt ein neues Album, auch das können wir jetzt feiern, das 21. Genau. Und wir hören und schauen direkt mal rein in einen Clip. Man kommt automatisch rein. Ja, ich sag mal, der Groove stimmt, wenn man einfach so automatisch anfängt, mit dem Fuß, mit dem Bein zu wippen. Hast du gesehen? Ich habe die ganze Zeit gewippt. Ja, also wenn das gar nicht so bewusst passiert, sondern dann weiß ich immer, dann stimmt der Groove, weil auch wenn wir im Studio arbeiten, sage ich immer, ja, das Groove noch nicht, ich wippe nicht mit dem Bein oder so. Also das war eine volle Wippe. Und das ist das Album. Und das ist deshalb ganz spannend, weil das heißt Open Your Mind and Your Trousers. Da habe ich gedacht, lieber HP, in diesen Zeiten ist es ja doch so ein bisschen mutig, ne, sowas zu machen. Ja, wir sind ziemlich sexistisch. Guck mal hier, da ist er. Und die Nase eines Mannes, wie war das noch? Nee, ne? Denken wir jetzt nicht weiter. Der Hintergrund ist aber ein anderer. Zum einen, ich hatte so die Idee mit Open Your Mind. Und das war so ein Wortspiel. And Your Trousers war eigentlich wie so eine Schnapsidee. Und das kann man draus machen. Als erstes dachte ich an das legendäre Cover von den Rolling Stones. Ja. Sticky Fingers. Da war ja auch so eine Jeans mit einem Reißverschluss sogar bei dem Vinylalbum. Und dann hat unsere geniale Grafik das dann so konstruiert, dass man halt was anderes denkt, als das, was dann passiert. Und der Hintergrund war das ist übersetzt eigentlich Make Love Not War. Also entspannt euch und macht Liebe, dann ist die Welt gleich ganz anders, weil gerade heute sind die Leute oft, finde ich, so ein bisschen unentspannt und ja. Ist ja eigentlich auch Retro, Make Love Not War. Ne? Ja, auch schon mal, genau wie dein Shirt, das erinnert mich alles so ein bisschen an 80er, war doch schon mal. Ja, irgendwie. Gut, dieses jetzt aus den Nullerjahren oder 2010 so, das ist aus meinem Fundus. Und aus Ermangelung an neuen, engen T-Shirts, weil der Trend ist gerade so, dass alles so oversize ist. Und ich dünner Hering, mir steht das denn nicht. Sie können sich so in den Garten stellen, weißt du. Und deswegen habe ich ein paar ausgegraben, die ich ewig nicht anhatte. Und das finde ich so toll, das ziehe ich jetzt bei der Tour an. Du weißt schon, dass es ein bisschen gemein ist, wenn einem die Sachen von vor 16 oder 18 Jahren noch passen. Ne? Ja, ich gebe mir Mühe. Aber wenn du uns ein altes T-Shirt hier präsentierst, dann zeigen wir auch einen Ausschnitt aus einem alten Album, aus einer alten Tour. Weil die neue können wir noch nicht zeigen, die geht jetzt erst los. Hier bist du. Irre, ich glaube, man muss es einfach mal erlebt haben. Ja, also ich habe das oft als Reaktion von Leuten, die so zum ersten Mal in der Show waren, was weiß ich, aus dem Umfeld, die eingeladen haben, meinen, oh Mensch, jetzt verstehe ich das erst mit Scooter, weil wenn sie sagen so, das kann ich mir ja nicht zu Hause anhören, so ungefähr. Aber so diese Energie, die da losgeht, das ist auch wirklich so, dieses einfach mal alles vergessen, mal abschalten, feiern und ist, finde ich, auch wichtig. Ja, ich glaube nicht nur du, sondern
alle Gäste, Zuschauer, Zuhörer gehen anders da raus, als sie reingegangen sind ins Konzert. Ne? Das stimmt. Total. Für mich ist das immer auch so ein bisschen so ein Ventil. Ja. Also man hat ja selber auch im Alltag, jetzt war ja auch schon Wochen, Monate keine Show mehr, so im Winter, das geht jetzt erst wieder los. Ist für mich auch so ein Ventil, weißt du, der eine geht ins Stadion, um sich mal abzureagieren, wenn du irgendwelche Sorgen hast oder was auch immer. Und für mich ist so auf der Bühne auch so dieser Moment, wo man mal richtig Dampf ablassen kann. Das ist toll. Donnerstag geht's los. In Stuttgart bist du schon hyper? Ja, bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Wir haben ja noch 2 Tage Proben. Und da muss es ja sitzen. Ne? Also das ist schon ein langes Set. Das ist anders, als wenn du beim Festival 1 Stunde, höchstens 1,5. Hier sind es dann fast 2. Und naja, auch ein paar neue Songs jetzt vom Album, also da muss man sich schon vorbereiten. Ja, und die ganze Technik, Pyro, das lernst du ja auch jetzt alles erst kennen. Ne? Die bereiten dir das alles vor und dann kommst du... Genau, jetzt bei den Proben sehen wir auch, was die denn alles da sich ausgedacht haben bei der LED-Wand und so weiter. Das wird schon spannend. Und dann fahren die riesen Trucks durchs Land mit dem ganzen Equipment. Also wie gesagt, Donnerstag Stuttgart und dann bei uns im Norden schon gleich Freitag in Bremen und Samstag hier in der Barclay Arena in Hamburg. Also neue Tour, neues Album, neues Lebensjahrzehnt. Das sind an sich schon genug Gründe zum Feiern. Doch bei dir kommt noch einer dazu. Du heiratest im Sommer. Ja. Das klingt so einfach, ist aber, wie alle Brautpaare wissen, meist sehr stressig und teuer. Eine Designerin aus Hamburg will helfen. Tolles Kleid, Glückwunsch. Jetzt wünschen wir noch eine schöne Hochzeit. Und ich nehme an, HP, bei dir läuten im Geiste schon die Glocken, oder? Ja, tatsächlich. Also ich habe schon meine Outfits so größtenteils. Das von der Braut darf ich ja nicht sehen, von Sarah. Das macht ihr ganz klassisch. Also sie sucht aus und du lässt Also dich ich überraschen. sehe das wirklich erst in der Kirche. Hier sehen wir Sarah. Ihr heiratet kirchlich. Ja. So richtig klassisch. Ja. Hast du das bei den anderen 2 Hochzeiten auch? Hast du immer kirchlich geheiratet? Nee, bei der ersten hatte ich auch bei der Kirche, bei der zweiten nicht, genau. Und jetzt bei der dritten und letzten nochmal alle Register ziehen. Wow, und ihr heiratet auf Sylt. Warum Sylt? Hast du einen besonderen Bezug zu? Oder? Also ich bin ja auch so Sylt-Fan, weiß man ja schon so ein bisschen. Und ich finde, das ist auch so der einzig so mondäne Ort im Norden, wo es so richtig schön ist mal. Und dann der Wind pfeift einem um die Ohren und das ist so, egal wie das Wetter eigentlich ist, es ist so wetterunabhängig. Auch wenn es jetzt nicht warm ist, aber es ist immer eine schöne Atmosphäre. Und ich mag das auch, diese ganzen Reetdachhäuser, die Landschaft, das stört irgendwie nichts. Also in Keitum, oder wo werdet ihr, hier sehen wir dich mal beim Hundespaziergang auf Sylt. Aber Keitum oder wo werdet ihr? Ich wollte das jetzt nicht so Ach so, an die gut, große wir sagen Glocke nichts, nein, nicht an die große Hochzeitsglocke. Aber aufregend ist es schon, ne? Für dich auch? Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ist es aufregend und jetzt ist ja zum Glück erstmal die Tour und so, dieses Ganze, was alles so passiert. Dann ist man ein bisschen abgelenkt, das ist gar nicht schlecht. Sarah, wie hast du die eigentlich kennengelernt? Also Sarah, wir haben uns kennengelernt tatsächlich in meiner Lieblingskneipe im Zwick. Also wer es Zwick kennt, muss jetzt mitlachen. Alle anderen fragen sich, was ist denn das Zwick? Das ist so eine urige Kneipe, Ja. genau. Und das war eigentlich so, sie ist gerade nach Hamburg gezogen und hat eine Wohnung dort in der Nähe irgendwie zufällig und wollte mal erkunden, was in ihrer Nähe alles so ist und ist dann durch Zufall im Zwick gelandet. War das erste Mal, als sie da war und ich bin ja nun öfter, also die Wahrscheinlichkeit, mich zu treffen, ist dann größer gewesen. Und ja, das hat irgendwie gleich so gefunkt. Ach, echt bei beiden? Also bei beiden ging es so hin und her, Blitze? Ja, die fragte noch, warum fotografieren die dich eigentlich? Weil die hat das nicht so, die hat das nicht gar so, nicht als die hat, HP-Baxter? als sie das dann gehört hat, hinterher gesagt, ja klar, habe ich schon gehört, aber hat sie jetzt so in dem Moment nicht so realisiert. Kannte auch deine Musik nicht, wusste nicht, dass du ein großer Star bist, sondern... Nö, so im ersten Moment nicht. Ist ja schön, dann fand sie dich als Mensch gut. Fand ich auch, ja. Oder? Oder zumindest als Typ. Ja, ja Den immerhin. Menschen lernt man ja dann kennen und da sind wir beide auf einer Wellenlänge, beide Fisch, irgendwie eine Woche voneinander entfernt, Geburtstag und so. Merkt man dann schon, wenn man so ähnlich tickt. Ja, Antrag hast du schon gestellt in den schottischen Highlands, habe ich gelesen. Also ganz schön auch. Mit auf Knie gehen und Ring aus der Ja gut, die Schachtel holen Details und so, wollte ich ja nicht so erzählen, das ist so. auch so privat. Aber es war auf jeden Fall eine sehr romantische Stimmung. Ich hatte die ganze Zeit während der Reise den Ring hier oben in der Jeans und dachte, wenn der richtige Moment kommt, fragst du. Aber der kam und kam nicht. Entweder war Dauerregen oder Sturm. Und dann kurz vor Abreise war dann so eine Situation, wo ich dachte, jetzt oder nie. Ich sage, wollen wir nicht spazieren gehen? Er meint, ja, regnet doch. Ich sage, mach doch, das gehört doch dazu hier in Schottland. Und dann sind wir spazieren. Und dann war das. Ja, also praktisch ein bisschen auf dem letzten Drücker in dieser romantischen Reise. Ja, Sonst wärst du eben. wieder zu Hause gewesen, hättest den Ring immer noch in der Tasche. Genau, aber ich wollte es auch nicht inszenieren. Und ich dachte, wenn, dann gut, dann nimmst du den Ring wieder mit. Und dann gibt es vielleicht irgendwann eine andere Gelegenheit. Also sie hat ja gesagt, das ist das Schöne. Und ihr wohnt ja auch schon zusammen, ist bei dir eingezogen. Nun wissen wir ja von dir, dass du einer bist, der sehr stilbewusst lebt. Als Landlord im englischen Stil.
Lebensstil. Mag sie das oder kam sie mit ihren Sachen und du hast gedacht, oh mein Gott, was ist das denn? Wie passt das zusammen? Ja, der größte Witz ist ja, denn sie wollte gern auch von sich so 2, 3 Sachen natürlich mitnehmen. Sie hat ja auch ihr eigenes Zimmer da und so. Und das war dann ein dunkelbraunes Chesterfield-Sofa, das sie mit reingebracht hat. Also das passt alles. Also perfekt, das ist ja prima. Ich dachte auch, also welches junge Mädel hat denn ein braunes Chesterfield-Ledersofa in der Studentenwohnung? Also das gibt's ja gar nicht. Sollte so sein, es was meant to be. Und Zusammenleben klappt auch, das ist jetzt die erste Bewährungsprobe. Sehr gut, seitdem darf ich weder waschen, noch abtrocknen, noch irgendwas. Also ich bin ja... Du darfst jetzt Macho sein. Ja, eigentlich bin ich ja gewohnt auch so. Ich bin immer selbstständig gewesen. Ich habe auch meine Wäsche immer gemacht und so. Und auch besonders die schwarzen Jeans nur bei Handwäsche und so weiter. Jetzt, ich darf die gar nicht mehr anfassen. Also die Zeiten sind vorbei, aber es ist auch schön. Also hat jeder seine Aufgaben. Aber du weißt ja, sowas lässt manchmal auch wieder nach, dieses Verwöhnprogramm vom Anfang. Das glaube ich bei Sarah nicht. Manchmal auch wieder. Hat zu ihrem Kopf und das ist dann gesetzt. Ihr habt einen Altersunterschied. Ich darf da nicht richten, weil ich habe ja auch einen in meiner Beziehung. Aber ich weiß, da wird man dann gerne drauf angesprochen. Bei euch sind es immerhin 37 Jahre. Von außen kriegst du da mehr Glückwunsch oder mehr Häme, was das angeht? Ja, also das ist immer am Anfang mehr Häme. Dann ist ja auch der Johannes B. Kerner hat ja das Gleiche jetzt. Ne? Aber ich glaube, bei dem war das jetzt gar nicht so schlimm. Aber gut, das hast du natürlich immer. Nur ich denke, was wollen die Leute? Ich bin ja sowas wie ein Rockstar in Anführungsstrichen. Und da lebt man ein ganz anderes Leben. Und ich weiß nicht, ich fühle mich auch nicht so. Als ich jetzt 60 wurde, dachte ich, was ist das für eine Zahl? Ich habe so eine Karte gesehen und dachte, die ist gar nicht für mich. Gebe ich mal gleich weiter. Gut, das ist natürlich ein Fakt, aber Gott, es ist, wie es ist. Und ich meine, wie lange halten die meisten Beziehungen? Absolut. Wenn du dann denkst, Gott, ich hoffe für immer, ich glaube es auch, aber Gott, meine längste Beziehung war sonst 7 Jahre. Das wäre in dem Fall, wäre ich auch noch nicht so alt. Also, ja, und Papa willst du ja auch werden, habe ich gehört. Ja, also ich sag mal, ich habe gesagt, möchte es nicht ausschließen. Also fände ich gar nicht schlecht, weil das hatte ich ja noch nie so richtig. Und ja, mal gucken. Also da wird sich ja dann noch einiges ändern in deinem Leben. Ja. Ja, ist doch toll. Du bist einer, der ein absolutes Lieblingsland hat. Das ist Großbritannien, England. Ja. Geht da auch die Hochzeitsreise eventuell hin? Hast du was? Nee, die geht dann doch mal in wärmere Gefilde auf die Malediven. Aber trotzdem gerne bin ich in England, Schottland, Irland. Die große Liebe England. Und damit bist du nicht allein. Jan Rimpel hat eine Frau getroffen, die ist sogar noch ein bisschen more in love als du. Zauberhaft, deeply in love mit Great Britain. Du konntest vieles, glaube ich, gerade nachempfinden, ne, was wir da gehört haben. Ja, also ich finde ja auch, das ist so toll mit der Landschaft, muss man wirklich sagen. Das ist malerisch, sicher nicht überall in England, aber es gibt große Gebiete. Und dass man sich auch wirklich darum kümmert, das zu erhalten. Oder der National Trust mit diesen tollen Gebäuden und die gepflegt werden. Und da ist einfach, ja, ich finde das toll. Und das ist auch so dieses Nationalbewusstsein bei den Engländern, was nicht so einen bitteren Beigeschmack hat, sondern man merkt eben, das Land ist über Jahrhunderte so entstanden. Das ist anders als in Deutschland, was mal so ein kleiner Staatenbund war und ja erst relativ jung. Die Bundesrepublik Deutschland ist ja noch recht jung. Aber England ist so gewachsen, diese über Hunderte von Jahren, das merkt man eben. Wie hat es angefangen, diese Liebe zu dem Land? Also bei mir, ich glaube, ich wurde zum einen geprägt durch die Kinderserien, so Catweasel, House am Eaton Place und was man so gesehen hat, der Doktor und das liebe Vieh. Und das fand ich schon alles toll. Und dann wollte ich unbedingt nach England, bin mit einem Schulfreund mit 16 dann mit dem Fahrrad ja mal hingefahren tatsächlich, dann von Ostfriesland bis London. Und das war so beeindruckend. Zu der Zeit war ja alles noch ein bisschen anders, ne? Nicht so weltoffen. Da gab es noch, ja, alles war anders. Die Autos, das Essen, das Frühstück. Es ist nicht mehr, diese Globalisierung war ja noch nicht da. Und hast in der Zeit, wir haben hier dieses tolle Foto von dir im Union Jack-Anzug, dir den damals da auch machen lassen? Nee, das war beim Videodreh von Back in the UK. Das war 1996 oder so. Da wurde zum Video, da wurde so eine Szene nachgestellt wie so ein Miss Marple-Film in so einem Treppenhaus. Und da haben die extra so einen Anzug genäht. Aber ich nehme an, Musik waren da auch deine Vorbilder, oder? Die englischen, britischen Musiker? Auf jeden Fall. Das war auch ein Punkt, dass ich immer alles aus England, was musikalisch rüberkam, toll fand. Das fing schon an als Kind mit dieser Glamrock-Zeit, mit T-Rex, The Sweet und was weiß ich nicht. Und dann später so New Wave mit Depeche Mode, Soft Cell und alles. Das war irgendwie alles aus England, diese Modetrends und so. Billy Idol, der Look? Oder wo hast du den her? Billy Idol auf jeden Fall. Die Platinhaare hast du ja auch schon seit 40 Jahren. Können wir fast auch ein Jubiläum, glaube ich, feiern, ne? Oder? Wer? 20, die platinblonden Haare? Ja, stimmt. Habe ich jetzt seit 1983 unverändert, alle 3 Wochen blondiert.
Und es sind immer noch ein paar Haare da, immerhin. So ein Langzeit-Selbstversuch. Machst du selbst blondieren oder lässt du machen? Oder? Ja, mache ich selber. Echt? Das hatte ich ausführlich in der NDR-Talkshow erzählt. Nee. Dass man das selber so schön anmischen kann. Einmal rein, 40 Minuten einwirken lassen und dann ist man erblondet. Muss man nur aufpassen, dass es nicht juckt, ne? Auf Dauer. Ja, und mit vor dem allen Dingen, ganzen dass man nichts anhat. Weil wenn da ein Tropfen, das ist sofort entfärbt. Das ist ja so ein Intensivaufheller. Also der zieht ja die Farbe raus. Das ist ja eigentlich nicht färben, sondern entfärben. Und das passiert aber auch mit T-Shirts. Deswegen habe ich so ein altes Unterhemd. Ja. Das sieht aus wie Batik, weil da überall Tropfen drauf sind. Das ziehe ich nur beim Färben an. So wie wenn meine Mama Henna auf den Kopf macht, ja. um es rot zu färben. Das sieht ja auch immer toll aus. Du hast dich aber auch damals schon als Kind oder als Jugendlicher, als es so losging, geschminkt. Das war ja auch ungewöhnlich. Und damals war die Gesellschaft ja auch noch nicht so offen und so divers. Bist du da viel angefeindet worden von oder für auch? Ja, auf jeden Fall. Also das Schlimmste war einmal in Hannover in der Straßenbahn. Da war ich auch in voller Montur, geschminkt bis zum geht nicht mehr. Und dann kam irgendein Betrunkener rein. Und als er dann so ein Messer rausholte, da bin ich dann einfach nur noch aufgestanden, geflüchtet. Und zum Glück hielt diese Bahn, gerade in dem Moment bin ich raus. Also das war so das Schlimmste, ansonsten eher so Sprüche. Ne? Mhm. Aber konntest du mit leben oder hat dich eher abgehärtet? Ja, Gefahr ist mein Geschäft. Ja, ich meine, ist ja mutig, muss man wirklich sagen, wenn man so anders auftritt. Ja, unbedingt, aber ich dachte, das war halt so und was willst du machen? Also ich fand das halt toll und bin auch überall hingegangen so. Ja, aber ich weiß nicht, ob das heute jetzt so viel anders ist. Es kommt ja auch immer darauf an, wo bist du, wem begegnest du gerade. Das ist ja auch immer so Zufall, ne? Deine Mutter hat ja damals irgendwann gesagt, so jetzt reicht's, jetzt isst du im Kinderzimmer oder im Jugendzimmer, weil sie das nicht mehr sehen konnte, ne? Genau, das war dann manchmal, wenn ich in voller Kriegsbemalung, wollte ich schon sagen, dann am Mittagstisch wurde ich schon mal rausgeschmissen, so, du isst jetzt in deinem Zimmer. Guck mal, jetzt darfst Aber du ich liebte ja auch die Provokation, ich fand das ja auch immer toll, man wurde wahrgenommen. Weißt du, vorher so, da hatten alle lange Haare und so ein Bundeswehrparker und irgendwann kam New Wave und dann war man plötzlich so, ja, so eine eigene Persönlichkeit. Wie das so ist mit 17, 18 sucht man ja auch so nach seiner eigenen Persönlichkeit und das war dann eigentlich ganz toll. Ja, du bist dir ja auch sehr treu geblieben. Haare zwar kürzer als bei den Bildern, die wir da von früher haben, aber trotzdem eben so der Look sehr ähnlich. Schenkst du mir noch was ein, bitte? Selbstverständlich. Dankeschön. Sehr süß hast du meinen Tee gemacht, wenn ich das sagen darf. Ich glaube, da ist ein Riesenstück Zucker in dieser kleinen Tasse drin. Du hast drin. Vergessen, den Klunche rauszunehmen. Ja, das stimmt. Ich habe ihn einfach auflösen lassen. Deswegen nehme ich immer die kleinen. Es gibt diese kleinen Lütje-Klunche, die sind so, da kannst du einen nehmen, das reicht dann. Aber trinkst du normalerweise überhaupt noch Zucker in deinen Tee und isst, wie wir jetzt hier in Schwarzwälder? Du hast noch gar nicht probiert. Du darfst gerne, wenn du möchtest. Ja, also es ist so, ja, aber jetzt nicht ständig. Also du hast deinen Lifestyle verändert, habe ich gehört. Ja, so ein bisschen. Also ich bin ja immer dagegen, wenn man so plötzlich so eine Wandlung durchmacht und gegen alles ist und nur noch vegan oder so, muss jeder selber wissen. Aber ich habe mir jetzt angewöhnt, von Montag bis Donnerstag einschließlich vegetarisch hauptsächlich zu essen. Das heißt, ab und zu ein bisschen Fisch ist erlaubt, aber sonst eigentlich nur noch Tomaten, Gurken, gesundes Brot, keinen weißen Toast. Ich habe früher alles gegessen, was ungesund ist. Schön, Fast Food. Aber das ist jetzt vorbei. Und ja, jetzt kocht Sarah wahrscheinlich für dich. Immer schön gesund. Ja, die kocht auch gerne. Aber das ging tatsächlich von mir selber aus. Beziehungsweise mein Herzdoktor meinte, wegen hohem Cholesterin sollte man ruhig ab und zu mal ein bisschen weniger, also mal ein bisschen auf die Ernährung achten. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich. Und das ist mir auch ganz gut bekommen. Irgendwie merkt man das so. Und auch weniger Alkohol eben? Ja, das ist dann auch nur, wenn man ausgeht oder bei einer Show, aber in der Woche nicht. Aber du hast ja Kondition beim Ausgehen, ne? Ich erinnere, dass du so einer bist, du kannst auch bis morgens, bis es hell wird. Ja, das schon, aber ich habe früher auch mal so 3 Nächte hintereinander, aber das mache ich jetzt auch nicht mehr so. Also 2 ist so das höchste der Gefühle. Mir reicht aber ein Abend mal so. Wie gut, dass du eine junge Frau hast, die das mitmacht. Ja, sagen wir mal so. Ich wäre totenlangweilig. Nee, meine Frau sagt ja immer, sie will heim. Also die ist ja häuslich. Also das ist wie immer alles verdreht, aber gut, macht auch Spaß. Apropos Heim, das letzte Mal, als du hier warst, HP, bist du mit so einer wirklich schicken Karosse gekommen. Und wir zeigen ihn noch mal, weil du hast mich damals ein Stück mitgenommen, was für mich natürlich total toll war. Weil in so einem Auto fahre ich normalerweise nicht mit der Emily vorne auf der
glaube. Das ist der Chinese Ice Rolls Royce. Du bist ja ein großer Oldtimer- und Limousinen-Fan. Fährst du mit so einem Rolls auch im Alltag hier durch Hamburg? Ja, also ich wechsle immer mal damit. Die alten Dinger müssen immer mal bewegt werden. Das ist nicht gut, wenn die nur rumstehen. Und für mich ist das auch dann, ich liebe das damit zu fahren. Also ich wäre jetzt nicht der Typ, der sammelt und guckt sich die dann an am Sonntag. Also ich fahre im Alltag auch viel damit. Also ich hoffe, was hast du jetzt mit? Womit kannst du mich jetzt nach Hause fahren? Bin ich mit dem Jaguar XJ Coupé, Serie 2 von So einer, wo man so tief einsteigen muss. Von 1977. Ja. Auch ein recht seltenes Modell. V12, also macht auch Spaß. Kann ich mich ja freuen. Aber auf Tour, wenn du jetzt zu den verschiedenen Konzertlocations fährst, da fährst du im Truck oder lässt dich fliegen oder fährst du mit dem Rolls? Also da fahren wir jetzt gerade bei der Deutschlandtour meistens mit Mercedes dann, mit dem Fahrer einfach, weil das bequem, schnell, also da geht es eher um den Transport. Das andere ist ja so genießen, wenn man selber mit dem Oldtimer fährt. Hier ist es dann, man muss pünktlich von A nach B. Ich glaube, das wäre mir dann selbst mir zu riskant da mit dem Oldtimer und dann findet die Bleibt Show. ja noch liegen, ölt. Wir wünschen dir total viel Freude bei der Tour und Kondition, Kraft und natürlich ist alles ausverkauft, eine Menge begeisterte Zuschauer, Zuhörer. Neues Album, wie gesagt, ist raus und wir freuen uns auch, wenn du wiederkommst demnächst. Morgen kommt erstmal Matto Barfuß. Er ist Filmemacher und Künstler und hat auch viele spannende, ganz andere Geschichten mitgebracht. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. 18:45 hier bei Das. Tschüss. Tschüss.